Oberösterreich heute mit Gernot Hörmann. Schönen Abend. Manche Menschen haben einfach keinen Genierer. Sie greifen zu, wo sie können. Grabende Gauner. Landwirte stehen immer wieder vor leeren Äckern. Heldenhafte Hunde. Tiere retten Menschen. Es war die Nacht der Rettungshunde. Gesegnete Gewächse. Kräuter, Wein als farbenprächtige Feiertagstradition. Schweißtreibender Sommer. Etwas Abkühlung erst am Wochenende. Nicht nur, dass viele Landwirte vor allem im Zentralraum derzeit unter Trockenheit leiden, sie ärgern sich auch über die Dreistigkeit mancher Menschen, die offenbar kein Körzich haben, wie man so gut auf Oberösterreichisch sagt. In der Nacht graben Unbekannte auf den Äckern unserer Bäuerinnen und Bauern die Erdäpfel aus. Auch tagsüber werden Obst, aber auch Mais oder Kürbisse von den Feldern entfernt, ohne zu fragen. Ölkürbisse, die direkt neben einer beliebten Wander- und Radroute angebaut werden, sind für viele, wie es scheint, zu verlockend. Nicht nur hier in St. Florian bei Linz passiert es immer wieder, dass Früchte von Passanten einfach mitgenommen werden. Es ist halt ein Problem, wenn sie neben der Straße sind, weil dann nehmen sie es oft mit und probieren es aber nur, dass sie es irgendwo als Zierde aufstellen können. Das haben wir dann in ein paar Tagen sind die der Feld und das merken sie dann erst, wenn sie daheim sind. Noch dreister waren jene Diebe, die hier bei einem Feld stundenlang Kartoffeln ausgegraben haben. Ja, es ist eigentlich die letzten Jahre immer mehr geworden. Früher waren es nur kiloweise, was wer ausgegraben hat, zum Teil in der Nacht auch. Und am Tag haben wir noch nie wen erwischt. In der Nacht, wenn man dann hinkommt, am nächsten Tag sieht man, aha, es fehlen diverse Kilo von diversen Sorten. Und letztes Jahr ist es eklatant mehr geworden, da haben dann auf einmal 150 bis 200 Kilo gefehlt. Ähnliches berichten die Landwirte von Maiskolben, die abgerissen werden, oder von Obst, das einfach von den Bäumen gepflückt wird. Dabei gibt es hier klare gesetzliche Bestimmungen. Wenn man der Nachbar ist, der Grundnachbar, dann darf man die Äpfel oder das Obst, das drüber hängt, pflücken und nehmen. Wenn es jetzt ins öffentliche Gut hineingeht, dann darf das nicht genommen werden. Das heißt, der Spaziergänger darf laut Recht das nicht pflücken. Hier würden sich die Bauern mehr Respekt vor den landwirtschaftlich genutzten Flächen wünschen. Es geht ums Prinzip, dass man am fremden Grund einfach nicht einfach hingeht, hinfährt mit dem Rad und sich einfach was runternimmt und das dann konsumiert und das für selbstverständlich sieht. Die Selbstbedienungsmentalität ist nicht das einzige Thema, mit dem die Landwirte derzeit zu kämpfen haben. Auch die Trockenheit in Teilen des Mühlviertels und im Zentralraum bereitet den Bauern Sorgen. Wir haben schon Ausfälle bei Mais, bei Soja, bei Zuckerrüben, auch im Grünlandgebiet oder Grünlandbereich. Und hier haben wir das Problem, dass in Gemeinden, im Mühlviertel zum Beispiel, in einer Gemeinde ist genug Regen, ausreichend Regen. Und ein paar Kilometer weiter ist schon seit Wochen Trockenheit und überhaupt kein Regen. Das heißt, wir haben hier schon massive Ernteausfälle zu befürchten. Die betroffenen Regionen hoffen auf Niederschläge in den kommenden 14 Tagen. Dann könne durchaus auch heuer mit einer ertragreichen Ernte gerechnet werden, so die Landwirte. Selten zuvor haben so viele Rettungshunde gleich an 2 Orten die Feuerwehr bei der Personensuche unterstützt. 2 Männer waren abgängig. In Oberneukirchen im Bezirk Urfa-Umgebung kehrt ein 82-Jähriger von einem Spaziergang im Wald nicht zurück. Und in Weiher im Bezirk Steyr-Land verschwindet ein demenzkranker 74-Jähriger aus dem Bezirk Saltenheim. So sehen Lebensretter aus. Im Mühlviertel kommen sie auf 4 Rädern, im Bezirk Steyr-Land auf 4 Pfoten. Border Collie Brüder Makani wird in einem Waldstück am Kreuzberg in Weiher fündig. Kurz vor 23 Uhr entdeckt er einen 74-jährigen demenzkranken Mann. Der Mann war ansprechbar, natürlich geschwächt und dehydriert, aber er konnte mit uns kommunizieren. Begonnen hat die aufwendige Suche Stunden zuvor. Polizei und Feuerwehr suchen unter anderem mit Drohnen. Erst die Hunde nehmen eine Spur auf. Doch auch diese führt zunächst ins Leere. Der Weg hat uns dann geführt über einen Trampelpfad Richtung zu einer Bahnunterführung, wo sich dann die Hunde ganz massiv für einen kleinen Bach interessiert haben, was uns total verwundert hat, weil sie da nicht weiter wollten. Die Erklärung: Die Geruchsspur wird durch den Bach transportiert. Die Hunde zeigen an, ein Taktikwechsel bringt schließlich den Erfolg. Auf das darauf haben wir dann entschlossen, die Hunde einfach weiter nach oben zu schieben, bis sie sich nicht mehr für das Bachbett interessieren. Und da haben wir ihn dann Gott sei Dank am Bachbett liegend gefunden.
Sie machen das schon seit vielen Jahren ehrenamtlich. Was ist denn die Belohnung für Sie? Für unsere Vierbeiner ist es das Leckerli danach und die große Streicheleinheit. Und für uns Zweibeiner ist es natürlich der erfolgreiche Suchausgang, dass wir Menschenleben eventuell retten konnten. Auch in Oberneukirchen im Bezirk Urfa-Umgebung wird seit Mittwochvormittag ein älterer Mann vermisst. Der ist zwar nicht dement, aber schlecht zu Fuß. Ein besorgter Nachbar alarmiert die Einsatzkräfte. Wieder beginnt eine aufwendige Suche, wieder sind Hunde und Drohnen im Einsatz. Gefunden wird der Pensionist schließlich schlafend im Wald. Diesmal kommt die Rettung in Form von Feuerwehrleuten auf einem Quad. Der leicht verletzte Mann wird geborgen und nach Hause gebracht, wo ihn das Rote Kreuz versorgt. Und damit zu unseren Kurzmeldungen vom Tag. Tragisch hat ein Motorradunfall am Mittwochnachmittag in Altmünster im Bezirk Munden geendet. Ein 49-jähriger Biker aus Salzburg hatte keine Chance. Der Mann ist auf seiner Ausfahrt von Steinbach am Attersee in Richtung Altmünster gefahren. Im Bereich Neukirchen kommt er mit seiner Maschine in einer engen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Ein Radfahrer findet den Biker, beginnt mit der Reanimation, kann ihn aber nicht mehr retten. Am Seewandklettersteig in Hallstatt ist ein 29-jähriger metertief abgestürzt. Sein Klettersteigset hat ihn vor dem Tod gerettet. Danach ist er durch eine spektakuläre Rettungsmission eines Polizeihubschraubers geborgen worden. Die Alpinpolizei hat diesen Einsatz mit einer speziellen Kamerastange mitgefilmt. Der unverletzte Kletterer wird Maria Himmelfahrt 2024 nie vergessen. Bis zum Jahr 2030 fehlen in Österreich rund 90.000 Pflegekräfte, warnt die Arbeitsgemeinschaft der Ordensspitäler. Es brauche nicht nur attraktivere Entlohnungsmodelle und ein verbessertes Arbeitsumfeld, sondern auch gute Ideen. Vielleicht solche wie im Klinikum Bad Hall. Dort ist man im Personalmanagement mit einem neuen Rotationssystem erfolgreich. Der Reha-Standort Bad Hall, 120 Betten groß. Hauptsächlich sind hier Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch neurologische Erkrankungen werden behandelt. Knapp 30 Pflegerinnen und Pfleger arbeiten im Klinikum. Auch wenn Pflege im Reha-Bereich nicht allzu bekannt ist, Personalengpässe gibt es hier nicht. Die ersten Kontakte finden mit einem Praktikum statt, wo wir schon immer wieder bessere Erfahrungen haben, wo wir auch Kontakte zu den FAs haben. Und Bewerbungen bekommt man eigentlich den Großteil durch Bekannte, Verwandte, die unsere Mitarbeiter ja selber bringen. Wenn die Mitarbeiter bei uns zufrieden sind und sagen, das Arbeitsumfeld ist genau das, was passt. Dieser Pflegeassistent arbeitete zuvor in einem Altenheim, ehe er sich für den beruflichen Umstieg entschied. Die Pflege ist ja gleich eigentlich. Das, was halt wir schon im Reha-Bereich haben, dass wir eher mehr auf die aktivierende Pflege achten, dass der Patient so viel wie möglich selbstständig macht. Das ist das Schöne, dass man einfach die Fortschritte sieht im Reha-Bereich. Genau. Pflegearbeiten sind hier auf 3 verschiedenen Stationen aufgeteilt. Es gibt eine für Patienten, die schwer betroffen sind. Wo natürlich der Pflegeaufwand intensiver ist, aber wir haben genauso eine A-Station, wo nur Begleitung und Unterstützung notwendig ist, bis hin zu einer ähnlich wie eine Ambulanz gestaltete Diagnostikbereich, wo man Aufnahmegespräche, wo viel Gesprächsführung, wo viel soziale Komponenten da eine Rolle spielen. Mindestens 3 Wochen lang werden die Patientinnen und Patienten hier begleitet. In der Pflegeberatung ist auch das Patientenentlassungsmanagement inkludiert. Wir müssen uns Gedanken machen, gemeinsam mit dem Patienten und mit einem Angehörigen, was noch für Unterstützung daheim weiter gebraucht wird, was für eine Möglichkeiten gibt, weil die Leute die wissen ja das oft gar nicht. In Stationen mit erhöhtem Pflegebedarf wird gewechselt, um das Pflegepersonal regelmäßig von stark körperlicher Arbeit zu entlasten. Wir schauen, dass ungefähr nach 3 Monaten wieder Rotation stattfindet. Sie kommen dann in den Bereich, wo nur die Aufnahmen gemacht werden oder auch die selbstständigen Patienten betreut werden. Und das ist halt eher mental ein wenig herausfordernder, aber sie können sich da wieder körperlich erholen. Wenn man sich die wohlfühlen, dann ist natürlich das Arbeiten lustig. Und wenn das Arbeiten lustig ist, dann ist der Umgang mit den Patienten auch lustig. Der Faktor Zeit spielt eine wesentliche Rolle, nicht nur in der Betreuung der Patientinnen und Patienten, sondern auch mit einem flexiblen Tätigkeitsmodell für das Pflegepersonal. Ziegel nicht mit Gas, sondern mit Strom produzieren, das ist bald in Helpfer-Uttendorf im Bezirk Braunau Realität. Die Wienerberger Gruppe hat mehr als ein Jahr lang umgebaut und den weltweit größten industriellen Elektroofen zur Ziegelproduktion installiert. Es soll nur Ökostrom zum Einsatz kommen.
Seit einem Jahr wird am Uttendorfer Schlossberg für das Projekt Green Bricks, also grüne Ziegel, gearbeitet. Der alte Gasofen wurde dafür gegen einen völlig neu konzipierten Elektroofen ausgetauscht. Klingt einfach, hat in der Branche aber doch für Aufmerksamkeit gesorgt. Weil es doch für die Ziegelindustrie weltweit einzigartig ist, ein Ziegelwerk vollständig zu elektrifizieren. Das heißt, kein Gas mehr zu verbrauchen, keinen fossilen Energieträger mehr zu verbrauchen. Künftig wird zur Gänze mit Ökostrom produziert, der zugekauft und teilweise auch selbst mit PV-Anlagen erzeugt wird. Die Initiative hier wird uns um 90% CO2 reduzieren, hier am Standort in Uttendorf. Mehr als 30 Millionen Euro wurden investiert. Von der Hälfte der Summe haben Betriebe aus der Region profitiert. Und beim Abbau der alten Anlage selbst wurde darauf geachtet, dass nicht allzu viel einfach weggeschmissen wird. Die ganze Brenntechnik, Ventilatorentechnik ist in den anderen Werken verteilt worden, also wird wieder verwendet. Die letzten Teile für den neuen Elektroofen werden demnächst montiert. Dann wird er schrittweise in Betrieb genommen. Zusätzliche Fachkräfte werden noch gesucht. Wir brauchen Mechatroniker, Betriebselektriker, Betriebsschlosser, jederzeit herzlich willkommen. Und umso früher jetzt in der Bauphase, umso besser, dann lernt man gleich beim Bau mit der neuen Technologie. Zukunftstechnologien, an denen kein Weg vorbeiführe. Das könnte bedeuten, beispielsweise vermehrt auf Biogas umzustellen. Das könnte bedeuten, weitere Öfen wie hier in Uttendorf zu bauen. Aber es gibt einen klaren Dekarbonisierungsplan, etwa minus 50% CO2 bis 2030. Der grüne Ziegel wird etwas mehr kosten als der bisher produzierte. Wie viel genau, ist noch offen. Käuferschichten gäbe es dafür trotzdem, zeigt man sich zuversichtlich. Generell werde die Branche wieder aus der Krise finden, auch mit Innovationen. Auch in diesem Jahr wird ein Hochhaus auch in Ziegel gebaut werden in Graz, um auch wieder zu zeigen, Ziegel kann mehr als ein Familienhaus. Und solange die Population in Österreich wächst und wir mehr Haushalte brauchen, und der Pfad ist für mich nach wie vor klar, werden wir auch weiter Baustoffe produziert in Österreich brauchen. Der Standort in Uttendorf sei durch die Großinvestition jedenfalls auf viele Jahre abgesichert, zumal es im Umfeld des Werks auch genügend Ton für die Ziegelproduktion gebe. Ein besonderer Wirtschaftsfaktor in ländlichen Regionen ist die Vernetzung. Wie gut das durch regionale Messen gelingen kann, haben wir uns heute in Freistadt angesehen. Dort findet die sogenannte Erlebnismesse statt. Beteiligt sind 120 Unternehmen, darunter vor allem das heimische Handwerk und Dienstleister für die Forst- und Landwirtschaft. Die Messe Mühlviertel gibt es seit 1862 und sie ist damit die älteste Messe in Oberösterreich. Aus der Mühlviertler Messe ist die Erlebnismesse Freistadt geworden, eine Kombination aus Wirtschaft und Geselligkeit. Wir haben heuer die 8. Erlebnismesse in Kombination mit Wiesn und die Kombination ist einfach nur wichtig. Es gibt nicht nur Gaudi und Bier, es muss auch die Wirtschaft ihren Platz dabei haben. Und da haben wir halt unsere 2 Hallen und das Freigelände und für jeden ist irgendwas zum Finden und zum Anschauen. Eröffnet wird die Messe mit einem Einmarsch. Dabei spielen Pferde eine gewichtige Rolle, nicht nur bei der Messe, sondern auch für die oberösterreichische Agrarwirtschaft. Ja, es ist ein wichtiges Einkommen geworden für die Bauernschaft auch, eben durch Einstellbetriebe, aber auch die Zucht ist in Oberösterreich sehr gut verankert und wir haben rund 1400 Mitglieder, die züchterisch tätig sind, mit rund 2500 Zuchttieren in Oberösterreich. Pferde sind besonders bei den Mädchen beliebt. Ich habe mein Pferd vor knapp 2 Jahren gekriegt und ja, jetzt schauen wir, dass wir auf die Turniere wegen durchstarten und ja, ist sehr faszinierend für mich, dass ich da mein Pferd habe und ja, taugt mir recht. Ein weiteres Schwerpunktthema bei der Erlebnismesse Freistadt ist Regionalität, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Kundinnen und Kunden. Wir sind bewusst auf das bezogen, dass wir gesagt haben, wenn wir halt Materialien zukaufen müssen, die kommen sowieso aus der Region. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel den Karton, was wir da haben, den kriegen wir von Schwertberg. Und das ist natürlich bewusst, dass wir schauen, dass wir regionale Betriebe mit einbeziehen. Unseren Kunden ist das sehr wichtig, weil sie natürlich auch wissen wollen und vor allem nachvollziehen wollen, wo die Produkte herkommen und was für Inhaltsstoffe das vorhanden sind. Genau, also das sehe ich sehr hoch oben, das Thema. Immer mehr Menschen schauen genau auf die Herkunft und entscheiden sich dann für regionale Produkte.
Es ist sehr wichtig, dass man die Sachen hat, weil es einfach wirklich erstens die einheimischen Produkte, sollte man auch die Bauern fördern, was mir ganz wichtiger ist, und dann weiß man auch, wo es wirklich herkommt. Beruflich bedingt habe ich eigentlich immer sehr viel auf Regionalität gehalten und das wird sich sicher nicht mehr ändern bei mir. Rund 35.000 Besucher werden bei der Erlebnismesse an den 4 Tagen erwartet. Herrlich duftende und bunte Kräuterbüscherl. Die sieht man zum heutigen Fest Maria Himmelfahrt in vielen Pfarren. Unzählige Kräuter wachsen auch im Klostergarten in Maria Schmollen, der heuer 20 Jahre feiert und von einem Verein liebevoll gehegt und gepflegt wird. Auch an diesem besonderen Ort im Innviertel wurden heute die Kräuterbüscherl geweiht. Er ist ein ganz besonderer Ort, der Klostergarten in Maria Schmollen. In diesem Schaugarten, angrenzend an ein ehemaliges Franziskanerkloster, wachsen neben bunten Sommerblumen auch unzählige Kräuter. Besonderer Segen soll auf ihnen liegen, auf jenen Kräutern, die zum Maria-Himmelfahrtstag gesammelt und zu kleinen Sträußen gebunden werden. Diese Kräuterbüscherl werden hier in diesem Klostergarten bei einer Feldmesse geweiht und im Anschluss an die Gottesdienstbesucher verteilt. Das hat eine sehr große und tiefe Tradition in Maria Schmollen, dieses Fest. Also das ist, wie sollte man sagen, so ein Highlight im Sommer, wo sich sicher manche Leute mit der Urlaubsplanung richten, dass bei diesem Fest noch dabei sind. Kräuterwein zum Fest Maria Himmelfahrt kennt man seit dem Mittelalter. Schon damals ist von Zauberei die Rede, die mit den Heilkräutern verbunden sein soll. Gerne wird auch eine Marienlegende zitiert, in der man das Grab Mariens leer gefunden habe und von wo aus ein herrlicher Duft ausging. Eine andere Legende berichtet von Blumenblättern im leeren Grab. Bei uns sind es die Goldhaubenfrauen und Trachtengruppen, die den Brauch der Kräuterweihe seit den 1980er Jahren wieder aufleben lassen. Jedes Jahr werden die Kräuter mit Sorgfalt ausgewählt und zu farbenfrohen und herrlich duftenden Büscheln gebunden. Also bei uns kommen traditionell ins Kräuterbüschel rein Kreideln rein. Das ist einmal die Königskerze, das ist der Thymian, die Schafgarbe, der Salbei, der Wermut, das Johanniskraut, der Beifuß, die Goldrute und die Ringelblume. Seit 20 Jahren hegt und pflegt der Verein zur Förderung und Erhaltung des Klostergartens Maria Schmollen liebevoll diesen besonderen Ort, an dem auch einige Pilgerwege vorbeiführen. Für die freiwilligen Helferinnen und Helfer eine Herzensangelegenheit. Ich verbringe jeden Tag Zeit bei uns im Garten. Nach der Arbeit eine Runde durch und mit den ganzen Heilkräutern und mit den Küchenkräutern, die Blumen, der Duft, es ist einfach überwältigend und wirklich ein kleines Paradies. Mit dem Maria-Himmelfahrtstag erreicht der Sommer seinen Höhepunkt. Die Natur bietet Blumen und Kräuter in reicher Fülle. Den Heilkräutern wird in der Zeit des sogenannten Frauendreißigers, das sind 30 Tage ab dem heutigen großen oder hohen Frautag, eine besondere Wirkung nachgesagt. In dieser Zeit geerntet, soll großer Segen auf ihnen liegen. Mein Kräuterbüschel, das kommt in die Küche, wird getrocknet, also meine Frau wird das trocknen und wird in die Küche kommen und dann fürs nächste Jahr im Hochbeet dazu kommen, mit der Hoffnung auf eine gute Ernte. Die heute geweihten Kräuter sollen dem Volksglauben nach, ähnlich wie der Palmbuschen, Unheil von Haus und Hof abwenden, gegen Unwetter schützen und generell viel Segen bringen. Mit diesen Bildern wünschen wir Ihnen einen schönen Feiertagsausklang. Machen Sie es sich gemütlich.